Willkommen zu einem neuen Mozarttaler Video. Also heute möchte ich euch nämlich zur Abwechslung nicht eine Mozartkugel vorstellen, sondern den Mirabell Mozarttaler. Der ersetzt den Salzburger Mozarttaler, den es vorher am Markt gab. Und ja, dieser Mirabell Mozarttaler ist jetzt im April 2025 neu auf den Markt gekommen. Für das Video möchte ich die beiden miteinander vergleichen, das heißt ja, auch einen Geschmackstest machen und euch da meine Eindrücke schildern, was sich da vielleicht verändert hat. Nachdem der neue jetzt kein Alkohol mehr enthält und der alte schon, könnte ich mir hier schon vorstellen, dass es ein paar Änderungen gibt. Auch beim Gewicht sollte sich hier etwas geändert haben, also die 13 Stück Packung, die alte hier, die hat 260 Gramm gewogen und jetzt die neue wiegt nur noch 236 Gramm. Jetzt bin ich aber schon mal gespannt, was hier drinnen ist. Schauen wir also mal rein. Wenn man die zwei jetzt so direkt nebeneinander sich anschaut, dann sieht man eigentlich auch relativ auf einen Blick, dass der neue Mirabell Mozarttaler ein bisschen kleiner geworden ist. Als nächstes möchte ich jetzt einmal die neue Variante auspacken. Ja, ihr seht jetzt, ich habe das auch ein bisschen beschleunigt, damit ihr mir da nicht zuschauen müsst, wie ich die Packung hier glatt streiche. Und jetzt packen wir auch nochmal die alte Variante, also den Salzburger Mozarttaler aus. Und hier jetzt vielleicht ganz spannend, wenn wir die beiden uns nebeneinander anschauen. Also hier jetzt links noch der Salzburger Mozarttaler. Dann sieht man ja auch noch relativ groß vermerkt, dass der eben in Salzburg, Grödig, hergestellt wurde. Und rechts, da steht jetzt eigentlich nur noch Mirabell Mozarttaler drauf und quasi nicht mehr die Herkunft. Und als erstes werde ich jetzt einmal den neuen kosten. Dann mal schauen, wie der schmeckt. Das gleich als Ganzes, das geht schon, ist ja nicht so groß. Während ich noch den Taler mal komplett runterschlucke, schauen wir uns auch vielleicht die Inhaltsstoffe ein bisschen näher an. Die blende ich euch hier jetzt auch ein. Ja, also der hat auf jeden Fall einen, ich sag mal, ein sehr festes Kaugefühl. Also das ist auf jeden Fall ein sehr fester Taler, ist sehr nougatig vor allem auch. Es ist hier auch Marzipancreme mit 13% angegeben. Also jetzt ohnehin nicht sonderlich viel. Die fällt jetzt mir zumindest persönlich geschmacklich gar nicht so auf. Also der schmeckt für mich hauptsächlich nach Nougat. Es ist durchaus ein guter Nougat-Geschmack. Aber jetzt die anderen Pistazien, also Marzipancreme mit Pistazien, das ist jetzt nicht jetzt so auffällig. Und jetzt natürlich als Vergleich noch einmal den Salzburger Mozarttaler, wie der jetzt so schmeckt. Ja, also auch hier nebenbei für euch ein bisschen die Inhaltsstoffe. Und da sieht man jetzt ganz klar, die sind auch natürlich anders. Die Marzipancreme ist eigentlich noch weniger als beim neuen, also nur 11%. Aber die enthält eben, wenn ich das nochmal richtig sehe, oder hier gibt es auf jeden Fall einen Obstbrand drinnen, irgendwo im Mozarttaler. Ich nehme aber stark an in der Marzipancreme. Und die sorgt definitiv für einen ganz anderen Geschmack. Also während der Mirabell Mozarttaler sehr stark nach Nougat schmeckt und die Marzipancreme eigentlich gar nicht so auffällt, ist hier jetzt auf jeden Fall ein komplett anderer, verschobenerer Geschmack. Also es ist auch eine Nougat-Creme eher und das merkt man auch, das Cremige, also cremig, es ist sehr, sehr viel weicher. Der alte Mozarttaler, wenn man da reinbeißt, es ist sofort ein sehr, sehr viel weicheres Mundgefühl. Gleichzeitig fällt sofort auf, es ist nicht nur Nougat eben, sondern es ist auch immer ein anderer Geschmack drinnen. Es vermischt sich dann auch alles schön und sorgt dann für ein durchaus spannendes
Geschmackserlebnis. Ist jetzt natürlich, muss man jetzt auch sagen, für jetzt, wenn ich das Video mache, gibt es noch beide Varianten noch am Markt. Es wird ja jetzt langsam ersetzt, also der neue Mirabell Mozartaler ersetzt jetzt quasi den alten, den Salzburger Mozartaler. Und für wirklich langjährige Fans vom Mozartaler kann ich jetzt eigentlich nur empfehlen, je nachdem, wenn ihr das Video euch anschaut, euch noch schnell einzudecken mit Restbeständen, die es halt noch im Handel gibt. Also da ja, noch möglichst viele Packungen aufzuheben, weil ich glaube, wenn ihr den alten Geschmack wirklich doch spezifischen Geschmack sehr mochtet, dann werdet ihr jetzt mit den neuen nicht ganz so glücklich. Ist jetzt aber natürlich auch immer ein Aufruf an euch. Schreibt mir jetzt gerne unten in den Kommentaren, wenn ihr jetzt sagt, eigentlich findet ihr den neuen sehr, sehr, sehr viel besser und dann der alte war eh nicht so toll oder geht das genau umgekehrt. Also ja, schreibt mir da gerne in den Kommentaren. Ich freue mich da schon auf eine rege Diskussion, was dann so eure Meinung zum neuen Mozartaler ist. Und ja, wenn ihr euch aber dann für die Mozartkugel interessiert, dann blende ich euch ohnehin jetzt am Ende nochmal eine Playlist ein, wo ich schon über 100 verschiedene Videos rund um die Mozartkugel gemacht habe. Also Geschmackstests, wo man sie kaufen kann, Salzburg und Wien. Also da könnt ihr auf jeden Fall sehr viele Informationen rund um die Mozartkugel finden. Ja, dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.